Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und dem Deckprofil für meine Dinosaurier, jetzt angepasst an das neue Format, an die neue Bandlist. Mein Deck war ja wohl leider indirekt auch betroffen durch die Goldsarkophage. Dafür haben wir eine andere coole Karte zurückbekommen, die ihr in dem Replay-Video vielleicht schon gesehen habt. Ja, wenn man so ein Rogue-Deck baut wie die Dinosaurier, muss man das immer sehr spezifisch ans aktuelle Format angepasst halten, damit das nicht untergeht, wenn es gegen Meta-Decks spielt. Dadurch kann das Matchup gegen andere Rogue-Decks natürlich nicht so vorteilhaft sein. Man kann dann auch Pech haben, gerade wenn man gegen viel andere Rogue-Decks spielt. Daher betrachtet das Deck mehr so ein bisschen spezifisch ausgetecht oder ausgestaltet für das aktuelle Format, das aktuelle Meta-Game. Genau, aber jetzt rede ich nicht länger um den heißen Brei, kommen wir direkt zum Deck und dabei wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, das Deck ist ein Blind Second Deck, das OTKs austeilen will. Das heißt, wir möchten Monster wegräumen und viel Damage drücken und das können wir am besten mit dem Bossmonster, dem Ultimativleiter-Tyranno. Spielen wir 3 Mal. Es ist super, wenn man den schon auf der Starthand hat und man ihn sich nicht suchen muss, vor allem gegen Donnerdrachen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, daher spielen wir den so oft wie wir können. Um gegen eventuelle Floodgates oder ähnliches, ja, Backrow ein bisschen Sachen wegräumen zu können, spielen wir auch noch den Pankratops. Wenn er seinen Effekt nutzt und was vom Gegner schießt, eine Backrow zum Beispiel, und dann im Friedhof liegt, hat das natürlich auch den Vorteil, dass wir schon Dinosaurier im Friedhof haben für ihn hier. Daher ist es eine super gute Karte. Man kann ihn auch direkt aus dem Deck Special noch zusätzlich als Option, oder falls man nicht den OTK drücken kann, und dann im Main Phase 2 eben, um noch eine Interruption im gegnerischen Spielzug zu haben. Von daher ist es auch eine super Karte. Ja. Dann Kaijus sind wieder ziemlich gut, vor allem gegen Sky Striker. Sie können ja ihre Spells nicht aktivieren und uns nicht stören, solange sie einen Kaiju haben. Ja, und deshalb spiele ich Kaijus. Vor allem der Dogoran ist sehr gut, weil er halt die Field Spell triggert. Es ist auch ein Dino, den wir dann im Friedhof haben können. Und den ganzen Schabernack dann eben entsprechend machen können. Und dann spiele ich noch andere Namen, weil wir später noch den Kaiju Schlummer sehen werden. Und da finde ich das Line-Up so eigentlich ganz gut. Dann 3 Mal unsere Sucherkarte. Sucht uns in der Regel das Bossmonster, wenn wir es nicht schon auf der Hand haben. Der Feldzerstöreffekt, um was vom Friedhof wiederzubeleben, ist ebenfalls sehr, sehr wichtig. Und denkt dran, ihr könnt auch den Tyranno vom Grave wiederholen, wenn er korrekt beschworen wurde. Also nicht durch die Evolutionspille, sondern durch seine eigene interne Beschwörung könnt ihr den quasi mit dem Oviraptor dann im Late Game wiederholen. Gerade wenn ihr gegen irgendein Backrow-Deck eher grinden müsst und da euch nicht so schnell durch die Ressourcen durchfressen wollt, ist es auch sinnvoll, einfach den wieder mit dem Oviraptor zu holen. Kann auch sehr nützlich sein. Das ist nur so als Bemerkung am Rande. Dann spiele ich natürlich Babys. Ja, ist immer eine Frage, wie viele Babys man spielt. Ich habe ziemlich viel rumprobiert, zwischen 3 und 5. 6 wäre ein bisschen Overkill. Ich bin jetzt doch wieder ein bisschen zurück auf 3 gegangen, weil ich ein bisschen beim Testen auf einer Regional auch ein paar negative Erfahrungen damit gemacht habe. Schlicht und ergreifend war das aber einfach nur Pech von der Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass man viele Babys auf der Hand hat, auch wenn man 5 davon spielen würde, ist jetzt nicht allzu hoch. Ist immer die Frage, welchen Playstil man hat, aber ich würde auf jeden Fall mindestens 3 spielen und ich würde auf jeden Fall auch einen Petit Pteranodon spielen. Damit könnt ihr euch eben den Pankratops aus dem Deck specialen oder halt auch einen Kaiju, aber vor allem eher den Pankratops, gerade im Main Phase 2, um zum Beispiel, wenn ihr den Conductor liegen habt, und zum Beispiel eine Lagia als Negate oder Naturia Ungeheuer und dann noch zusätzlich den Pankratops als dritte Interruption, kann es auch schon mal sehr gut sein. Deshalb ist es auch auf jeden Fall ziemlich gut. Außerdem kann es passieren, dass der Gegner ein Called by the Grave auf euren Baby macht und ja, dann ist es gut, noch ein anderes Baby im Deck zu haben, das anders heißt, um trotzdem noch was specialen zu können durch einen Zerstörungseffekt, wenn ihr die Field Spell nutzt. Auch das noch so ein kleiner Tipp am Rande.
Dann ein paar One-Offs, die wir halt aus dem Deck specialen können mit den Babys und dann halt eben weitere Plays machen können. Den Riesenrex. Ich hatte früher 2 gespielt, weil eben Goldsarkophag, der ist jetzt nicht mehr im Deck, weil er sich auf 1 nicht lohnt. Und da reicht dann auch ein Riesenrex voll und ganz. Dann ein Verschiedosaurier, er ist ja leider limitiert. Tut sehr weh, ich hätte gern 3 davon wieder im Deck. Aber ja, Konami gibt den uns nicht, kann man nichts machen. Tyranno Infinite ist auch eine sehr gute Karte, um doch mal zusätzlich Damage zu drücken. Das Schöne ist, dass Sky Striker keine Angriffe damit blocken können, wenn sie ihn mit dem Anchor klauen. Das heißt, sein Effekt ist ja ohnehin negiert und sie haben ja auch selber keine Monster, wenn sie ihn klauen. Das heißt, ja, es ist dann ein 0 ATK-Monster, das heißt, der Anker darauf lohnt sich für die nicht. Das ist auch, kann mal in der einen oder anderen Battlephase ziemlich gut sein, wenn es eben sonst nicht für Game reichen würde. Und man braucht halt ein paar Level 4 Dinos oder ein paar Dinos, die man einfach aus dem Deck specialen kann, um sie wegzulinken, um Xyz-Plays zu machen, und da ist es einfach eine zusätzliche Option. Also wenn wir ihn nicht für einen hohen ATK-Wert brauchen, dann machen wir halt einen Xyz damit oder so. Oder Naturia Ungeheuer, weil er halt auch Erde ist, von daher ja, passt das eigentlich soweit. Dann gerade schon Naturia Ungeheuer angesprochen, wir brauchen natürlich einen Empfänger. Aedo ist ein Level 1 Empfänger, können wir auch mit Verschiedosaurier aus dem Deck holen, wenn wir es brauchen. Haben wir einfach noch ein paar Synchro-Plays. Genau, und das war es so bei den Dino-Techs. Dann spiele ich noch eine Ibli. Ist sehr, sehr interessant vielleicht. Ein bisschen überraschend für den einen oder anderen. Kam mir ziemlich spontan die Idee. Ist folgendermaßen, die hat eigentlich 3 Funktionen in dem Deck. Die erste Funktion ist, ich kann sie dem Gegner hinspecialen, um ein offenes Monster zu haben, das ich bucken kann, wenn ich mit meinem Bossmonster eben ein Baby aus der Hand oder auf dem Feld zerstören will und den Effekt aktivierbar haben will. Außerdem ist es ein Monster mit 0 Defense. Wir sehen nachher, wie wir noch durchschlagenden Kampfschaden machen. Das kann auch OTKs sehr einfach machen. Und es ist ein Monster, das sich eben selbst hinspecialt, wenn wir Drisbana bauen, um eben den Effekt zum Backrow Banishen zu aktivieren, ohne dass wir einen zusätzlichen Dino specialen müssen und unsere Ressourcen verbrauchen. Das Monster kommt quasi gratis immer aufs Feld oder aus dem Deck und können wir dann eben so hinlinken, dass es passt. Wir brauchen halt eine Handkarte für die Mermaid, aber ich werfe lieber eine Handkarte ab, die dann eventuell gutes Futter für unseren Ultimativleiter im Friedhof ist, als dass ich jetzt nochmal einen Dino-Special, den ich dann direkt banish. Deshalb ist es eigentlich so meine Tech. Ja, und wie gesagt, wenn ihr die Sky Striker hinspecial, können sie auch nichts mehr aktivieren. Das heißt, sie müssen eben ihre Anchor oder ihre Sachen davor aktivieren und ihr könnt sie damit ein bisschen rausbaiten. Dann spielen noch 2 Vanillas, nämlich Megaloreiser X und Ceresaurier. Einfach nur, weil ich ein Wasser und ein Erde spielen wollte. Ja, ist aber im Endeffekt Geschmackssache. Die können wir aus dem Deck special mit unerwarteter Die. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Karte. Auch so eine Karte an sich ist gegen Sky Striker gar nicht schlecht. Also ist nur so ein Pseudo-Brick. Weil er kann nicht geankert werden und latcht halt über die Monster von denen erstmal drüber. Ist ein Vanilla-Monster, können wir mit der Field Spell auch ein bisschen Schabernack treiben. Ja, und da ist einfach eine gratis Special Sum, die ich gern mitnehme. Dann 3-mal fossile Grabung, ich denke, dazu muss ich nichts sagen. 3-mal jetzt neu der unterbrochene Kaiju-Schlummer. Auch dazu denke ich, muss ich nichts sagen, erleichtert OTKs ungemein. Mit der Field Spell und den Tokens kriegt man da noch eine Special dafür. Ja, einwandfrei. Dann noch eine doppelte Evolutionspille. Einfach nur, um einen 4. Ultimativleiter im Deck zu haben. Das heißt, ich möchte eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit meinem Bossmonster auf der Starthand zu beginnen, ohne dass ich mir den suchen muss, gerade gegen Donnerdrachen. Gegen andere Matchups kann man die Karte dann auch vielleicht rausseiten. Ist so ein kleiner optionaler Platz. Ich finde sie eigentlich ziemlich gut als gute Random-Karte. Ich würde jetzt nicht den Overtext spielen, um mir die zu suchen. Das sind mir zu viele Bricks und lohnt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich beschwöre den Ultimativleiter lieber korrekt über seine eigene Mechanik, als dass ich so Umwege spiele und Bricks spiele. Von daher, oh. Dann spiele ich 2-mal Landform, um mir die Field Spell zu suchen.
Die ist sehr, sehr wichtig, und weil die sehr wichtig ist, habe ich mich jetzt doch nochmal dazu entschieden, weiterhin die Setzrotation zu spielen und noch eine Welt Dino Wrestling, damit ich eben, so wie früher, 3 Sucherkarten für die Field Spell habe. Die ist auch gar nicht so schlimm, wenn wir die auf die Hand haben. Können wir abwerfen, gerade mit dem Mermaid Effekt, um die Ibli zu specialen zum Beispiel. Kann auch gute Follow-ups sein im Friedhof. Man kann sie halt banishen, wenn der Gegner mehr Monster kontrolliert als man selber, um dann Dino Wrestler aus dem Deck zu specialen, sprich den Pankratops. Ja, legt man halt dem Gegner hin. Man will selber auf jeden Fall die untergegangene Welt, die einfach, ja, das Herz des Decks ist, um die ganzen Kombos, eigentlich um die Field Spell drumherum. Schützt auf erzielenden Effekten, und ja, wie gesagt, Sky Striker können eben, solange sie den Token haben, nichts aktivieren, was sehr, sehr gut ist. Und ja, Alter Geist ohne zielende Effekte ist auch schwierig. Das heißt, wir müssen in den Linkuribo gehen, bremst sie dann aus mit dem Multifaker. Also ist auf jeden Fall eine ganz gute Karte. Ja. Das war es auch vom Main Deck soweit, 40 Karten. Kommen wir dann zum Extra-Deck. Da spiele ich für die Synchros ein Naturia-Ungeheuer und einen Janbera. Dem Naturia-Ungeheuer muss ich nichts zu sagen. Janbera erleichtert halt einfach die OTKs. Falls Ihr Gegner einfach ein leeres Board hat, dann brauchen wir nur Ultimativleiter auf der Hand und einen Oviraptor oder Faschidosaurier oder ja, fossile Grabung. Eben 2 von diesen vielen Karten. Und dann haben wir schon den OTK auf ein leeres Board. Ist halt einfach zu nehmen, falls der Gegner uns nichts hinlegt. Ja, ist nützlich im Deck zu haben. Macht man jetzt nicht so oft, aber wenn man die Möglichkeit hat und sie dann nicht im Extra-Deck hätte, würde man sich nur ärgern. Dann spiele ich noch bei den Xyz ein Evosa Lagia, einen Evosa Dolka, Nummer 41. Zurzeit nicht so gut, wird aber wieder gut gegen die Großsalamander, und weil ich das Deck ein bisschen weiter in die Zukunft orientiert haben wollte, lasse ich den jetzt hier auch mal im Deckprofil gleich auftauchen. Ein Tornado-Drache, einen Diamond Direwolf, kann auch das Token schießen, um die Field Spell zu triggern, und Baby schießen etc. Und er macht halt die extra Monsterzone gleich wieder frei, falls man nochmal ein XY bauen will und nicht in einen Linkplay gehen will. Dann ein Exitonritter. Man könnte ja auch mehr spielen, wenn man mehr Platz hat. Leider ist jetzt mit Goldsaugerfark ein weiterer Rang 4 Special verloren gegangen, deshalb macht man das nicht mehr ganz so häufig, dass man erstmal ihn zum Rausbeiten nimmt, sondern ja, macht halt eher andere Plays, aber so ist es halt. Und ein Abyss-Bewohner noch, ist auch gegen viele Decks immer wieder sehr, sehr gut. Ja, dann spielen wir noch ein paar Link-Monster, nämlich die Linkspinne. Also die können wir aus dem Vanilla-Monster bauen, wir spielen ja unerwarteter Die. Falls wir noch ein Vanilla-Monster auf der Hand hätten, als Brick sozusagen, können wir das dann auch noch aus der Hand specialen, kriegen mehr Monster aus Feld. In der Regel mache ich die aber nur, wenn ich jetzt einfach beispielsweise die Field Spell habe, Oviraptor und unerwarteter Die, kann dann ja, das Vanilla-Monster direkt weglinken, um mit Oviraptor das Token zu schießen, weil ich dann ein gültiges Friedhofsziel für seinen Effekt habe, um das auch in meiner Main Phase 1 zu machen vor der Battle Phase, und kann mir dadurch eben halt direkt den Ultimativleiter suchen, muss nicht irgendwie erst einen Dino nochmal einen Friedhof legen und kann dann kein OTK machen, was sehr ärgerlich wäre. Deshalb ist es eine sehr nützliche Link-Karte. Wow, gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Dann spiele ich einen ja, Reprodokus. Damit können wir halt unseren Aiolo zu Erde machen und so entsprechend unser Naturia-Ungeheuer bauen. Gerade gegen Sky Striker in Main Phase 2, wenn man nicht den OTK drücken konnte. Sehr, sehr nützlich. Dann spiele ich noch eben meine Meerjungfrau. Und ich mache die, indem ich einen Phönix baue. Der Phönix ist auch ganz nützlich gegen Backrow-Decks. Gegen Monster brauche ich eigentlich nichts, weil Ultimativ leider über alles rüberkommt. Ich habe die Kaijus, ich habe Schlummer. Also Phönix ist da die bessere Wahl als Cerberus. Und ich habe jetzt nicht so viel Platz, dass ich jetzt so viel spiele. Ist halt so ein kleiner 3 extra Karten-Kombo, der einfach OTKs ermöglicht mit dem Pentaskäfer, den wir noch spielen. Der ermöglicht eben, dass gelingte Monster von mir durchschlagenden Kampfschaden machen. Der Ultimativleiter kann alle Monster angreifen, die der Gegner kontrolliert. Die Ibli, die wir ihm hinlegen, hat 0 Defense. Die Token haben 0. Also ihr seht, da können wir sehr leicht einen OTK mit basteln. Und deshalb ist es eben der Grund, warum ich das Deck so spiele. Und eben noch einen Drisbena.
um halt gegen Backrow-Decks eventuell Tabula Rasa machen zu können. Ja, soweit auch dazu. Ich mische noch kurz und dann zeige ich euch noch exemplarisch so einen kurzen OTK-Kombo, wie ich es ausspielen würde. Ja. So, ich mische gerade nochmal gut durch. Gerade nochmal gepileshuffelt und dann schauen wir mal, was ich für eine exemplarische Starthand habe oder eine Go-Second-Hand besser gesagt. Dann versuche ich euch eben den OTK-Kombo mit der Ippli zu zeigen. Ja. 5 und dann ziehen wir eben noch die 6. Karte. Ja. Ja, natürlich ist gerade der Kamera-Akku leer gegangen, aber kein Problem, ich mache den Kombo jetzt einfach gerade nochmal mit der gleichen Starthand. Genau, fangen wir einfach mal an. Wir haben jetzt leider nicht die Field Spell, aber trotzdem sollte das von der Hand her locker reichen. Wir gehen davon aus, der Gegner hat irgendwie monstermäßig was und vielleicht noch eine Ash, weil die immer eine Ash haben, obwohl ich die zurzeit gar nicht so gut finde, aber das ist ein anderes Thema. Lassen wir einfach die fossile Grabung einfach mal geasht werden und dann haben wir uns The Bait raus, jetzt einfach mal fiktiv, könnte auch was anderes sein, whatever. Aktivieren wir Kaiju-Schlummer, die Ashe ist ja schon raus, das heißt wir können uns selber einen Dogoran hinlegen und der Gegner bekommt, wo war er denn, einen Gamesil. Also ich lege jetzt mal die gegnerischen Karten hier zwischen die Extra-Monster-Zonen einfach aus Platzgründen, aber okay. Ja, dann aktiviere ich den Effekt von Verschidosaurier. Damit sind jetzt meine Dinos unaffected, das heißt Strike auf den Effekt würde nichts passieren. Sonstige Handtraps oder ähnliches gehen auch nicht mehr. Also Oviraptor, Normal Effekt, legt uns jetzt in den Friedhof einen Riesenrex, wenn wir ihn finden. Genau. So. Normalerweise würde ich mir den hier suchen, aber den habe ich ja schon, also ist das alles easy. Dann aktiviere ich den Effekt von Verschidosaurier und verbann Riesenrex, eben um ein Level 2 Dino aus dem Deck zu specialen, vorzugsweise ein Baby Cerasaurier. Dann, also wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Sky Striker spielen würden, der Kaiju blockiert jetzt die ganzen Anchor etc., also da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel kommen. Der Effekt von Riesenrex erlaubt uns, ihn selber zu specialen. Können wir auch machen. Dann können wir eine Link-Beschwörung machen mit den beiden. Jetzt die Frage, wenn wir Naturia Beast oder Chambera machen wollen oder ähnliches, bietet sich Reprodokus an oder direkt Pentas Käfer. Ich möchte gerne den Kombo mit der Ippli zeigen, deshalb gehe ich jetzt in den Phoenix, einfach um es euch zu zeigen. Ich weiß ja nicht, gegen was ich hier fiktiv spiele, von daher okay. Dann aktivieren wir den Effekt von Oviraptor, weil wir haben jetzt einen gültigen Dino im Friedhof. Das heißt, wir können das Baby zerstören. Zack. Ja, und specialen uns wieder ein Baby. Und das Baby specialt uns dann aus dem Deck was. Also an dieser Stelle vielleicht noch kurz als Erklärung. Ich hätte jetzt auch genauso gut den Reprodokus legen können und ich hätte jetzt nicht das Baby wiederholen können, sondern den Riesenrex. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Aelo aus dem Deck hole, könnte ich hier einfach ein Naturia-Ungeheuer bauen. Ohne Probleme. Ja, okay. Aber das ist jetzt nicht das, was ich zeigen will. Wie gesagt, hängt davon ab, gegen was man dann tatsächlich spielt. Ich zeige jetzt die Variante. Von daher, ja, also wir haben da total viele Möglichkeiten, wie wir das jetzt ausspielen wollen. Aber ich will halt den Kombo mit der Ippli zeigen, deshalb machen wir das jetzt einfach mal so. Und da würde ich mir gerne aus dem Deck eine Keule special, nämlich den Tyranno Infinite. Okay. So. Dann können wir den Effekt, oder was heißt den Effekt von Phoenix noch nicht, aber den Effekt von der Meerjungfrau gleich aktivieren, können den Phoenix weglinken. Zack. Aktivieren den Effekt. Schupp. Specialen uns dann eine Ippli aus dem Deck. Dann linken wir die beiden weg für einen Pentas Käfer. Der gibt uns dann nachher den durchschlagenden Kampfschaden. Die Ippli aktiviert sich und die können wir dann beim Gegner hin specialen. In Defense natürlich. So.
Ja, dann verbannen wir 2 Dinos. Ist es schade, dass der Riesenrex jetzt aus dem Friedhof verschwindet, weil er ist halt once per turn, das heißt, den sehen wir dann nicht mehr. Hätten wir jetzt hier eine andere Karte zum Abwerfen gehabt, die kein Kaiju wäre, irgendeinen anderen Dino, hätten wir es nicht den Riesenrex banishen müssen. Das nur so als Bemerkung am Rande. Aber ja, das heißt, wir specialen den, ist jetzt hier gelinkt, macht Piercing Damage, wir sind aber noch nicht fertig. Aktivieren jetzt den Effekt von Tyranno, das heißt, wir bucken das gegnerische Feld und Baby zerstört sich, Baby specialt sich, oder specialt was aus dem Deck, vorzugsweise. Wir haben eigentlich schon genug Damage auf dem Feld. Das heißt, wir könnten jetzt entweder nochmal eine Keule hinlegen, um was zu specialen, oder halt ja, einfach nochmal ein Baby als potenzielles Follow-up. Genau, das heißt, wir gehen jetzt in die Battle Phase, machen mit dem Ultimativleiter über seinen Effekt 1000 Schaden, also hier wären es nur 500 über die Defense, wenn wir drüber rennen, das heißt, wir benutzen seinen Effekt, machen 1000 Burn Schaden, machen hier den Piercing Damage 3,5, das heißt, wir haben 4500 Schaden gemacht. Und wir haben hier nochmal, wenn er jetzt mehr Monster hätte, die wir gebuckt hätten, wären das nochmal 1000 pro Karte. Der hier hat 3000, der hier hat 1,8, der hier 1,6. Sollte eigentlich reichen. Falls aus irgendeinem Grunde eventuell das nicht gereicht hätte, Battle Fader, schlag mich tot. Wie auch immer, gäbe es immer noch die Möglichkeit, in Main Phase 2, also entweder hier das wegzulinken in zum Beispiel den Reprodokus von vorhin und dann nochmal, sag jetzt mal, Lagia, Dolka, Tornado-Drache oder sowas in der Art zu bauen, falls wir nicht allein den Tyranno haben wollen. Sonst können wir das auch liegen lassen. Und wenn wir dann im gegnerischen Spielzug den Effekt vom Tyranno verwenden wollen, ja, können wir das Baby zerstören. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir entweder den Pankratops aus dem Deck holen, um noch eine Interruption zu haben. Wie gesagt, wir haben eh genügend Damage, um nächste Runde dann theoretisch zu töten, falls er jetzt noch mal irgendwas gehabt hätte. Sonst würde ich aber im Zweifelsfall nochmal den Oviraptor aus dem Deck specialen, der mir die nochmal ultimativ leider nächste Runde nochmal als Follow-up sucht. Ja, wie gesagt, ist aber eigentlich nicht so relevant, weil das hier schon mehr als genug Schaden ist und ja, hätte wie gesagt jetzt viele Möglichkeiten gehabt, das auszuspielen, Naturia, Ungeheuer etc. Aber ja, das nur so als kleiner Combo am Rande hier mit der Ibli. Ja, hoffe, das war soweit hilfreich und unterhaltsam. Wie gesagt, ich habe ein Replay-Video, wo ihr nochmal verschiedene Matches, auch viel gegen Sky Striker, sehen könnt, wie man da so verschiedene Plays machen kann. Das war noch aus der Testphase, da tauchen eventuell Karten auf, die ich nicht drin hatte, jetzt im Profile oder umgekehrt. Aber ich würde das Deck so erstmal als ganz gut ausgetestet hinnehmen. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst bitte den Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in meine anderen Videos. Ja, bis dahin, macht's gut. Euer Nice Guy.